der Camping- und Wohnmobilstellplatz am Rosenhof in Görlitz. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden auf unserer Tour im Jahr 2020. Reiterhof für Jung und Alt, für Sportbegeisterte. Wir stellen euch den Platz einmal ganz kurz vor. Der Stellplatz befindet sich in Görlitz. Das ist ein Reiterhof mit vielen Sportmöglichkeiten, die hier angeboten werden. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Und natürlich haben wir auch hier eine wundervolle Gaststätte angrenzend. Da erfolgt die Anmeldung drin für den Wohnmobil- und Campingstellplatz. Wir testen für euch das Restaurant und geben dann mal ein Resümee über die Speisen hier im Stellplatz Restaurant. Und wir haben hier ein Kinderspieleland, wo sich natürlich auch unsere Kleinen austoben können. Wir befinden uns auf unserer Tour im Frühjahr 2020. Im Hintergrund sehen wir hier wunderbar die Reitsportanlage vom Rosenhof in Görlitz und natürlich hier der Camping- und Wohnmobilstellplatz. Was jetzt ganz neu ist, haben wir selber noch nicht gewusst, dass neuerdings hier Zelte, Wohnmobile und Campinganhänger zugelassen sind. Wir zeigen euch mal ganz kurz das Areal, was es hier für Möglichkeiten gibt. Wie wir jetzt hier auch gesehen haben von den Hallen her, es sind sehr viele Sportmöglichkeiten möglich und es wird hier eine ganze Menge geboten von Reitveranstaltungen. Man kann hier selbst mit dem Pferd reiten, man kann hier Sport treiben, verschiedene Sportarten und natürlich das Kinderspieleland, wo sich unsere Kleinen hier in einer Indoor-Spielhalle austoben können. Preise kommen wir nochmal im Einzelnen dazu. Der Stellplatz ist sehr ruhig gelegen. Der Stellplatz liegt circa südöstlich von Görlitz in einer ruhigen Gegend. Weit und breit ist hier nichts weiter als Feld und Wiese. Wir haben die Einfahrt zum Stellplatz. Hier kommen wir mit unserem Wohnmobil-Caravan reingefahren. Da haben wir hier zur rechten Seite diese Reitsportanlage und wir fahren genau auf befestigtem Untergrund. Rasengitterpflaster ist das hier. Fahren wir direkt auf die Stellplätze zu. Zu der linken Seite sehen wir jetzt hier die Sportanlagen, die Hallen, die erstrecken sich über das ganze Areal. Ja, jetzt sehen wir hier die Stellplätze. Die Stellplätze sind zu einem auf Rasenuntergrund und auf Verbundpflaster. Hier haben wir mal die Stellplätze für den Rasen. Wir stehen jetzt auch hier auf dem Rasen. Wir haben das mal getestet. Hier gab es vor einigen Jahren mal Probleme bei Regen, dass sich hier die Wohnmobile festgefahren haben. Es hat jetzt hier die ganze Nacht geregnet und wir schauen mal, wie wir jetzt hier rauskommen. Ich habe die Vermutung, dass die Stellplätze hier befestigt worden sind und somit hier es keine weiteren Probleme geben dürfte mit dem
Abfahren von den Stellplätzen. Man steht hier wunderbar idyllisch. Ich zeige es mal. Man hat hier überall diese Pferdekoppeln, wo man die Pferde beobachten kann, wo die Ausläufe gemacht werden mit den Pferden, wo die Pferde geritten werden. Natürlich sind auf dem Stellplatz hier Hunde willkommen. Man hat Möglichkeiten hier mit den Vierbeinern vernünftig zu laufen und man hat auch Möglichkeiten hier mit dem Fahrrad eine Fahrradtour Richtung Görlitz oder ins polnische Nachbarland zu unternehmen. Die Möglichkeiten bestehen natürlich nicht nur hier auf dem Rasen zu stehen, sondern man hat auch die Möglichkeit hier an der Seite auf dem Verbundpflaster zu stehen, an der Halle, an der Sporthalle, an den Sportanlagen man sieht es geht bis hier hinter. Von der Anzahl der Stellflächen ist es schlecht zu sagen. Man hat hier keine Parzellierung. Ich würde mal grob auf 15 bis 25 Reisemobile hier tippen, wo man die Möglichkeit hat, hier sich zu stellen. Der Stellplatz kostet 20 € pro Mobil inklusive Strom, Ver- und Entsorgung. Stromsäulen finden wir hier immer am Stellplatz unten liegend abgedeckt. Es geht bis hier hinter, kann man stehen. Bis hat man einmal die Möglichkeit hier hinter den Hecken. Hier im Vordergrund sehen wir die Stromsäulen. So sehen die Stromsäulen aus. Oder dann hier oben am Rand. Die Wasserentnahmestelle ist hier. Ist natürlich jetzt außer Betrieb wegen Frostschutz. Naja, Wasserentnahmestelle ist im Preis inklusive. Und Eingang zu den Duschen und Toiletten haben wir hier. Das ist der Eingang zu den Duschen und Toiletten, die sind im Preis inklusive. Die Toiletten und die Duschen sind hier in den Umkleiden. Man geht durch diese Türe durch, dann hat man hier eine Sporthalle, wo man Sport treiben kann. Volleyballfeld, Tennisfeld ist hier aufgebaut, also Möglichkeiten bestehen. Man hat Aerobic, man hat eine Bowlingbahn hin. Wichtig ist nur, dass man sich anmeldet. Man investiert hier 1 € und dann wird hier in der Halle Licht freigeschalten, wo man dann spielen kann. Hier haben wir die Anlage für Tennis und hier haben wir auf der rechten Seite die Ver- und Entsorgung für die Camper, WC bzw. Campingtoilette, Toilette für die Frauen und die Duschen befinden sich hier links hinten. Da will ich jetzt nicht reingehen, weil das die Umkleidekabinen sind für die Sportler und da hat man die Möglichkeit zu duschen. Diese Anlage ist permanent offen und kann auch permanent von dieser Seite her benutzt werden. Was wir empfehlen können, ist das Restaurant, was hier angrenzend ist, wo man sich auch anmelden kann. Die Speisen sind wunderbar, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr okay und man kann gut essen und hat es gleich am Platz und kann natürlich auch hier durch die Halle, durch die Tür, wie wir es jetzt hier gesehen haben, durchgehen und damit ist man direkt im Restaurant. Zu der Zeit, wo wir hier waren, wie gesagt 20 € inklusive allem, Brötchenservice, Wasser, Ver- und Entsorgung, Strom. Ein Nachteil, wo wir hier waren, wir haben natürlich auch Vollpreis bezahlt, aber kein Frischwasser, kein Brötchenservice
Was man natürlich hier Schwierigkeiten hat, ist mit dem Grauwasser. Da hat man nicht so die Möglichkeit, hier ranzufahren. Man hat hinten einen Gully, da kann man das Wasser ablassen. Aber es ist auch schwierig mit ranfahren. Ist für jeden mal selber zum Probieren mit dem Grauwasser, was hier Möglichkeit ist. Also wir haben keine Möglichkeit gefunden, unser Grauwasser hier abzulassen. Wir haben das unterwegs auf einer Fähr- und Entsorgungsstation gemacht. Da waren wir besser bedient. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, der Stellplatz am Rosenhof, das Reitergestüt, die Reiter oder die Pferderanch am Rosenhof in Görlitz können wir natürlich mal empfehlen. Ich nehme hier nochmal einen 360 Grad Rundblick mit, damit man das schön sehen kann. Ich stehe jetzt hier genau auf dieser Wohnmobilstellfläche, was seit neuestem auch Campingfläche ist. Also es kann hier gezeltet werden, man kann mit Wohnanhänger herkommen und natürlich auch mit Zelt kann man herkommen. Ob es jetzt ein ausgewiesener Campingplatz ist, kann ich nicht sagen. Das ist ein Privatgelände, also somit ist hier wahrscheinlich alles möglich, was das Camperherz begehrt. Ich zeige jetzt hier nochmal den Ausblick. So stehen wir mit der Front nach vorne mit dem Blick auf diese Pferdekoppel und im Hintergrund sehen wir die Stadt Görlitz, die Altstadt Görlitz, und hier im Hintergrund ist schon die polnische Grenze, die geht hier hinten entlang und somit hat man es auch nicht weit Richtung Polen. Ja, liebe Freunde, wir sitzen jetzt hier im Restaurant von dem Stellplatz, wie wir jetzt hier wunderbar sehen können im Hintergrund. Im Fenster kann man rausschauen. Ich zeige es mal mit direktem Blick in diese Reithalle. So, jetzt haben wir hier mal einen kleinen Eindruck. Das sind die Kartoffelspalten. Das habt ihr mal einen Überblick. Was ist das? Zunge? Rinderzunge. Und ich habe hier Steak auf Ruhr, wie das ausschaut mit Pommes. Resultat, wie es geschmeckt hat, kommt gleich. Chantal hat hier ihre Kartoffelspalten. So, jetzt wollen wir mal versuchen, ob die den Platz verändert haben, ob wir rauskommen. Ich würde sagen, tadellos. Kein Schlamm, obwohl es geregnet hat die ganze Nacht. So, wir verlassen jetzt den Stellplatz Rosenhof, die Pferderanch in Görlitz.